Herr Erzbischof, in der Tat, es ist mir auch 2015 aufgefallen, dass es es gibt ja verschiedene Flüchtlingscamps in Erbil, in manchen ist die Spannung richtig förmlich spürbar, eine solche Siedlung unter Kontrolle zu halten. Deswegen haben Sie sicher auch, wie von Anfang an schon geplant, auch in den Schulen einen Zweischichtbetrieb gehabt. Schüler, die vormittags kommen und andere Schüler, die nachmittags kommen. Es gab außerdem natürlich Unterstützung mit Essen, mit Mietzuschüssen, mit Kleidung etc., auch mit Material, um heizen zu können. Nun haben Sie vorhin erzählt, die Flüchtlinge dachten, als sie kamen, das sei nur eine kurze Zeit. Und nun hat es ja doch wesentlich länger gedauert. Und das haben die Flüchtlinge ja auch mitbekommen, wie sich die Lage verfestigt hatte mit dem IS. Können Sie uns die Stimmung beschreiben zwischendurch? Wie ging es den Flüchtlingen? Wie sind sie da mit ihrem Glauben umgegangen? Sind sie verzweifelt? Wie ging das? We cannot deny the anger and the fear that was inside, because everyone was saying, why us? Why all of this happening to us? We've done nothing. Wir können natürlich nicht bestreiten, dass da ganz viel Wut war, ganz viel Angst auch. Alle haben sich gefragt, warum wir? Warum müssen wir so leiden? Our Christian community have never participated in any sectarian violence. They were always victims of this violence. Unsere christliche Gemeinschaft hat sich nie an irgendwelchen Gewalttaten beteiligt. Wir waren immer friedlich. People were asking, where is God in all of this? Does he not see what's happening to his people? Die Menschen haben sich gefragt, wo ist Gott? Sieht er nicht, was mit seinem Volk geschieht? And I always used to tell them, God, it's among you. I mean, he was walking with you all the way from Karakosh and from Bartella, from Terrormiliz to bring you safe and to suffer with you. Und ich habe ihnen gesagt, Gott war unter euch, Gott ist mit euch gelaufen, von Karakosch aus euren anderen Städten zu uns. Er hat euch begleitet. So please allow us to serve you, because serving you is serving God at the same time. Also bitte erlaubt uns, dass wir euch dienen, weil euch zu dienen ist das gleiche wie Gott zu dienen. I was encouraged also by their strong faith, because despite the horrible condition of their life that they live, they always used to say, we thank God, we are safe. Aber der Glaube war wirklich stark unter ihnen, weil wie schwierig die Lage auch war. Sie haben immer gesagt, wir danken Gott, dass wir leben. You saw they were around our house, living in the garden in tents. The most difficult time was for me always during the night, because here I am living in my comfortable room, and just beside me I could hear them because there was just window, and despite everything they were saying, we thank God, we are alive, at least we have all our family safe. Sie haben das gesehen, wie die Flüchtlinge in meinem Garten gewohnt haben, um den Bischofssitz herum. Und es war für mich vor allem nachts schwierig, weil ich in meinem Haus war, gemütlich im Bett, und draußen haben die Menschen im Garten in Zelten gelebt. Aber ich konnte sie erhören. Uns hat nur ein Fenster voneinander getrennt. Sie haben gesagt, wir danken Gott, dass unsere Familie sicher ist. And when we announce, for example, catechism classes, they were there. For Mass, they were there. So despite all of this, I would say, their faith was strong, despite the anger and the fear, and sometimes get tense even inside the family. But they could see that, yes, they are persecuted, but not forgotten. Und als wir dann Religionsunterricht angeboten haben, sind sie gekommen. Als wir die Heilige Messe gefeiert haben, sind sie gekommen. Und trotz der Wut und trotz der Angst haben sie gesehen, dass sie nicht vergessen sind. Wie haben die Gläubigen auf die islamistischen Terroristen reagiert? Sie haben gerade erzählt, dass Sie jetzt auch Muslimen geholfen haben, die jetzt aus Mossul fliehen mussten und die natürlich tendenziell eher
pro-islamischer Staat waren oder zumindest zu den Sunniten gehören, wie reagieren darauf ihre Gläubigen? Ich meine, es ist im Grunde genommen gelebte Feindesliebe. We've been living with Islam for 1,400 years. So we know Islam on day-to-day base in that sense. Wir leben seit 1400 Jahren mit dem Islam zusammen. Wir kennen den Islam aus unserem Alltag. We've seen the hard time and the quiet time of living with Islam. Wir haben harte Zeiten gehabt, in denen wir mit dem Islam gelebt haben, und wir haben ruhige Zeiten gehabt. We have also developed a dialogue of life with Islam. So we know where are the extremists in a way, and when there are what we call moderate Islam also. Wir haben auch einen Dialog mit den Muslimen geschaffen. Das heißt, wir wissen, wo die Extremisten sitzen, und wir wissen, wo die, ja, ich nenne sie mal, moderaten Kräfte sitzen. Mosul was always known as a very extreme city concerning Islam and the mentality of the people. It's always pro-extreme Islam. Mossul war immer eine Stadt, wo mehr Extremisten gelebt haben und wo die Mentalität eher extremistisch war, was den Islam angeht. And since 2003 there was also a political pressure which made people turning to extremist Islam to find as the solution against the central government. Und seit 2003 gab es auch politischen Druck, der die Menschen dazu bewegt hat, sich dem Extremismus zuzuwenden als Alternative zur Zentralregierung. So there was persecutions on religious base that Christians were persecuted directly, and at the same time there was political persecution and social persecution. Es gab also religiöse Verfolgung und soziale Verfolgung. Christen wurden natürlich direkt verfolgt dann. People would say, well, Christians have suffered because there is a corruption in the political system in Iraq. Es wurde dann gesagt, die Christen leiden jetzt, weil das Regierungssystem des Iraks so korrupt ist. But I would say killing Father Raghid after the Mass and killing Father Paulus after the Mass and killing Bishop Faraj Raho, it's not a political corruption, it's a religious persecution. Aber ich glaube nicht, dass das politische Korruption ist. Wenn unsere Priester, unsere Bischöfe nach der Messe umgebracht werden, dann ist das religiöse Verfolgung. Das hat nichts mit Korruption zu tun. More than 200 people were killed because of their faith. Mehr als 200 Menschen sind getötet worden wegen ihrer Religion. So when ISIS came to Mosul, there was somehow a welcoming for mentality from the people of Mosul to ISIS. Also als der IS dann nach Mossul kam, ist er gewissermaßen willkommen geheißen worden von den Menschen, die dort lebten. Deswegen ging die Einnahme der Stadt sicher so schnell vonstatten. Herr Erzbischof, ich möchte noch mal das Thema wechseln. Sie waren, bevor Sie Bischof geworden sind, Regens. Ich habe 2012 2 Priesterseminare im Irak besucht, das eine in Ankara, das andere in Karakosch. Wie ist das heutzutage? Gibt es noch Priesterberufungen? Wirkt sich die Gefahrenlage auf die Berufungsentwicklung aus oder im Gegenteil? Was können Sie uns hier im etwas berufungsarmen Deutschland dazu sagen? Well, I would say the immigration have affected the number of the vocations concerning vocations to the priesthood. Die Berufungen, also die Priesterberufungen, sind zurückgegangen, dadurch, dass viele Menschen ins Ausland gegangen sind. Still, today, you know, there is 2 seminary. One was for the Syrian Catholic and one for the Chaldean Church. And in 2014, we've decided to join both of them because people, they captured Karakosh. So they were together Chaldeans and Syrian Catholic seminaries.
Wir hatten ja immer zwei Seminare, zwei Priesterseminare, einmal das syrisch-katholische und das chaldäisch-katholische. Die haben wir in 2013 auch nach der Eroberung von Karakosch dann zusammengelegt. Then the Syrian Catholic decided to take their seminaries to Lebanon, to their monastery in Al-Shurfa. Das syrisch-katholische Seminar ist dann allerdings in den Libanon abgewandert, in ein Kloster. Today in our seminary there is 14 seminarians, and we have two of them. The entire family is in America, and last month also we had an ordination of a priest. His family is in America, but he decided to stay in Iraq. Im Moment haben wir 14 Seminaristen, zwei davon, da ist die komplette Familie von ihnen nach Amerika gegangen. Wir haben auch vor einigen Monaten einen Priester geweiht, wo auch die komplette Familie nach Amerika ausgewandert ist. And in America, where we have a big Chaldean community, there is almost 20 young people in the seminary of Sacred Heart in Detroit. So the number of the vocation is still good, but because of the stability and security is not really secure yet. That's why you have people thinking to stay or to leave with their families. Und in Amerika hat sich dadurch eine große chaldäische Gemeinde aufgebaut. Da haben wir auch ein Priesterseminar in Detroit. Da sind 20 Priester im Moment. Aber bei uns überlegen halt viele noch, ob sie bleiben oder ob sie auch auswandern. Im November letzten Jahres, Herr Erzbischof, wurde die Ninive-Ebene wieder befreit. Zur Ninive-Ebene gehört auch das Dorf Karamles, in dem ich 2012 auch war. Wir haben dort auch eines jener Märtyrergräber besucht, von dem Sie gerade gesprochen haben. In Karamles gibt es auch eine Anhöhe mit einer Kirche, wo die heilige Barbara verehrt wurde. Wie sieht es heute aus in Karamles? Sie haben sich sicher selber einen Eindruck gemacht. Karamles is one of the cities were captured by Daesh, and the damage is around 40%. All the houses been looted, some of them being destroyed, some were burned. Karamles ist eine der Städte, die von Daesh eingenommen wurden, und die Zerstörung liegt ungefähr bei 40%, würde ich sagen. Alle Häuser sind geplündert worden, einige sind zerstört und angezündet worden. They've destroyed the churches, the altars, burned all these liturgical books, and they dig big tunnels between the shrine to the other side, where is the village, and it's a strange way of really fighting, and until now it's not been secured yet for people to come back. Die Kirchen sind zerstört, und außerdem hat der IS Tunnel gegraben, auch vom Schrein bis in die Stadt. Das ist die Kampftaktik vom IS, eine sehr seltsame Kampftaktik. Und die Stadt ist noch nicht sicher, die Menschen wollen noch nicht dorthin zurückkehren. But there is a willing from the people to go back again and to start life again in the village of Karamles. Aber prinzipiell wollen die Leute schon zurückgehen. Sobald es sicher ist, wollen sie das Leben dort weiterführen. Dazu gleich noch mehr. Jetzt noch kurz zu Karakosch. Dort gab es 2012 den einzigen christlichen Radiosender im Irak und eben dieses syrisch-katholische Priesterseminar. Steht davon noch irgendwas? No, everything is being destroyed, especially the churches, and you could tell the hatred that's there, because all of this graphic on the walls, the way of destroying and burning the churches, it tells you how much hatred there against Christians. Nein, da steht nichts mehr. Vor allem die Kirchen sind komplett zerstört, und man kann dort wirklich den Hass fühlen, mit dem diese Zerstörungen vonstatten gegangen sind. Man sieht das an Graffitis, wie die Kirchen beschmiert wurden. Sie haben gerade gesprochen oder angedeutet, wie es mit der Bereitschaft steht, dass die Flüchtlinge zurückgehen in ihre Orte. Was für eine Entwicklung hat da stattgefunden? After the liberation of Nineveh Plain, we made a questionnaire about who is willing to go.
and few people were really ready to go because of the destruction that they've seen. And Mosul was not yet, and the Iraqi army was not yet inside Mosul. Kurz nach der Befreiung der Ninive-Ebene haben wir eine Befragung gemacht bei uns und haben befragt, ob die Menschen zurückgehen wollten. Da wollten wenige zurückgehen. Damals war Mossul aber auch noch nicht befreit. Now the Iraqi army have captured or liberated the east part of Mosul completely, and this have made Nineveh Plain much secure in a sense. Jetzt ist die irakische Armee komplett in den Osten der Stadt Mossul vorgedrungen, hat diesen Teil befreit und das macht auch die Ninive-Ebene sehr viel sicherer. 4 days ago we had a meeting, the Patriarch Louis Sacco with the Chaldean bishops, and we've decided to form a Chaldean relief committee to start repairing and reconstructing some of the houses in the village of Teil, which is, as we think, it's the most safe village among all of these villages. Vor einigen Wochen haben sich die chaldäischen Bischöfe zu einer Beratung getroffen und wir haben uns entschlossen, eine chaldäische Hilfsorganisation zu gründen, die in Dörfer geht, die als sicher gelten, die wir für sicher halten, und dort sollen dann die Häuser wieder aufgebaut werden. So we will watch closely the situation, and we have asked the people of Teil if they are willing to go. Half of the community which is settled in Al-Qosh and Duhok, they've accepted. They've said if there is really a real construction goes on, we will be back again to our village. Also wir werden das ganz genau beobachten, wie die Entwicklung ist. Wir haben auch schon die Flüchtlinge bei uns befragt und die Hälfte von ihnen hat gesagt, wenn es wirklich sicher ist in unserem Teil der Ninive-Ebene, dann würden wir auch dorthin zurückgehen. And we have formed two committees as a Chaldean church, one in the north part of the Nineveh plain and the other side in the east part, to observe the situation and to give us a day-to-day report about this. Wir haben mit dieser Bischofskonferenz 2 Komitees gegründet. Ein Komitee, was für den nördlichen Bereich der Ninive-Ebene zuständig ist, und eins, was für den östlichen Bereich zuständig ist. Sie beobachten die Situation dort genau und geben uns täglich Berichte. Ja, gerade gestern habe ich aus unserer Zentrale gehört, dass von einem Marshallplan für die Ninive-Ebene die Rede ist. Dafür laufen jetzt, das wird Sie sicher freuen, Herr Erzbischof, dafür laufen jetzt eben die Aufstellungen, was ist alles zerstört, wo kann man wieder aufbauen, und deswegen auch die Umfragen, wer will denn überhaupt zurückziehen. Noch eine letzte Frage, und zwar Ihr Patriarch Raphael Louis Sacco hat kürzlich vor 2-3 Tagen, war das hier in der Presse zu lesen, gesagt, er glaubt offenbar an einen demokratischen Staat Irak und will, dass Christen auch eine normale Staatsbürgerschaft haben im Irak. Und der Patriarch meinte, es gäbe positive Zeichen für eine Emanzipation des Islam vom Extremismus. Teilen Sie seine Auffassung? Yes, of course. I mean, many people also do agree with his beatitude vision, and we would like all, as Iraqis, also to move on from this sectarian violence to more stable Iraq. Ja, natürlich. Es gibt viele, die seine Ansicht teilen, und auch wir als Iraker wollen natürlich nach vorwärts gehen, weg von der Gewalt hin zu einem stabilen Irak. But as you may know, we have also regional conflicts going on inside Iraq. I mean, it's not the war, it's not just a sectarian, it's a Shia-Sunna war, it's a regional war also. Countries are using this conflicts to fight each other. Aber wie Sie wissen, haben wir auch in verschiedenen Regionen im Irak auch Binnenkonflikte, Konflikte zwischen Regionen, Konflikte zwischen Schiiten und Sunniten. Also diese Konflikte werden ja weiter bestehen. But at least the Iraqis, we are hearing more of these voices coming also from Iraqi politicians.
Aber wir hören immer mehr von diesen positiven Stimmen, auch von irakischen Politikern. And it's important also for European countries today to really take a position when dealing with Iraq, or with Middle East. They have to have what we call a moral standard in their relationship, that any country would not respect the human rights and basic human rights for all citizens. They have to take also a position of, an attitude against this. Jetzt müssen vor allem die europäischen Länder klar Position beziehen und sagen, in einem Land muss moralisch mit den Bürgern umgegangen werden. Wenn das nicht so ist, muss da klar Gegenposition bezogen werden. Moral position, moral responsibility and political pressure on these countries will save also Europe from the waves of immigrants that's coming, because people are fleeing Iraq and Syria and Middle East because there is no respect for human rights, there is no dignity, there is no job, lots of reasons. If you settle these issues in the region, you will not find them around you anymore. Das ist quasi die moralische Verpflichtung, die der Westen jetzt hat und wo der Westen wirklich etwas leisten muss, wo er klar Position beziehen muss. Weil die Flüchtlinge aus Syrien, aus dem Irak, kommen ja alle in den Westen, weil sie dort keine Arbeit haben, weil sie dort bedroht sind. Wenn der Westen dagegen eintritt, dass es ihnen dort besser geht, dann löst sich auch hier das Problem. Exzellenz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es gibt Hoffnung für den Irak. Es gibt auch gewisse Anzeichen, dass gewisse islamische Strömungen vielleicht schlauer geworden sind schon durch den Konflikt. Vielen Dank hier im Saal für Ihr Interesse. Vielen Dank zu Hause an den Bildschirmen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weitblick.